So, jetzt schauen wir uns das mal von unten an. Also mal in der ganzen Perspektive, wie schaut das von unten aus? Da sieht man die Grundform noch viel besser hier. Wenn man also das Gesamte aufnimmt. Man sieht noch sehr authentisch von der letzten Fahrt. Unten den Dreck am Unterboden. Der muss natürlich dann vor der nächsten Fahrt muss das sauber gemacht werden, damit man dann wirklich so schnell als möglich ist. Aber hier gut zu sehen, Tadpole-Variante. Das heißt vorne die lenkenden Räder, hinten ist das Festrad. Vorne, die sind ziemlich klein, 20 Zoll. Wird auch immer schwieriger dafür, gute, schnelle Reifen zu bekommen. Und hinten ist 27,5 Zoll, so eine Zwischengröße. Kommt aus dem Langstreckenbereich, ist dann fürs Mountainbike übernommen worden. Und es gibt es auch jetzt wieder in letztendlich Versionen, die man so als Rennsemmel einbauen kann. So, und dann gucken wir doch einfach mal hier vorne. Das sind die Fußbeulen. Das ist der Platz, den man braucht letztendlich für die Füße, damit die nicht aufsetzen drin am Fußboden. Und sieht man hier, ne? Ziemlich abgekratzt das Ganze. Das ist einfach die tiefste Stelle. Ist aber überhaupt kein Problem. Kann man drüber laminieren, wenn da was wäre. Das ist unschädlich, das Ganze. Kann man einfach eine Lage rüber laminieren. Sieht schlimmer aus, als es ist. Also das passiert im Alltag. Und jetzt hier ist also die Lenkung. Jetzt sieht man da, der Lenkradius, der kann gar nicht so groß sein. Ja, wenn man das sieht, so der maximale Einschlag hier. Das sind so die Endpunkte des Ganzen. Hier sieht man auch das Profil. Also eine ziemlich schnelle Bereifung jetzt hier, die drauf ist. Es gibt noch viel schnellere. Braucht man aber im ganzen Winter jetzt noch nicht so. Ja, hier unten das gleiche. Da sieht man dann eben auch die Narben drin. Und da befindet sich eben auch die Bremse. Der Boden, wenn man hier schaut, der ist ziemlich glatt. Da sind eigentlich nur ganz wenige Schrauben und ich klebe die immer noch ab, diese Schrauben. Also wenn irgendwas rausschaut, dann mache ich immer noch so einen kleinen Kleber drüber, um das Ganze nochmal zu optimieren. Und wie gesagt, hinten dann das Hinterrad. Gucken wir auch noch mal weiter rein. So, in diese Luke, alles ziemlich eng hier, gar nicht so viel Platz. Da muss man auch immer mal sauber machen und den Dreck rausholen. Luftdruck ist wichtig, hatte ich auch in einem Video schon mal gesagt. Ja, hier hinten hat man so 8,5 Bar drauf. Und vorne die Reifen kleiner, die halten nicht ganz so viel aus. Die fahre ich so mit 7 Bar. Ja, das hier ist der Kettenkanal. Also wenn man das hier so sieht, diese Rinne ist der Kettenkanal. Das heißt, da läuft die Kette innen, die ist innen verkleidet, läuft dann nach hinten zum Hinterrad. Ja, jetzt habt ihr den Unterboden habt ihr schon gesehen und da gab es diesen Kettenkanal und jetzt sieht man das im Fahrzeug. Also das heißt, hier sieht man die 2 Rohre, da läuft die Kette drin, Leerdrum und Zugdrum. Das heißt, auf der einen Seite ist Belastung drauf, auf der anderen keine Belastung. Läuft hier geschützt durch, weil es ja doch immer mal dann feucht von innen wird. Gerade wenn man schwitzt oder wenn irgendwie Dreck reinkommt. Die Kette soll geschützt werden, das ist wichtig. Also hier stützt sich dieser Sitz ab, den habe ich jetzt natürlich rausgenommen. Seht ihr schon, da fehlt was. Ja? Und hier kann man auf die Umlenkrolle schauen. Also da wird die Kette nochmal letztendlich in Richtung gehalten mit dieser Rolle. Die ist auch verzahnt. Heißt, die Kette greift da direkt rein. So, das ist die Schwinge, ist eine Monoschwinge. Heißt, eine Seite wird hier letztendlich dann aufgehängt vom Rad. Das ist der Anfang von dem, was ihr hinten bei der Schaltung gesehen habt. Also hier vorne ist die eingehängt. Und dafür ist die andere Seite, wenn man dann hier mal hinterschaut, die ist komplett frei. Sieht man? Schöner Raum, vor allem schöner Stauraum. Noch etwas mehr Stauraum hat man dadurch. Auch noch ein Gepäckfach. Ich glaube, in einem anderen Teil hatte ich schon mal vorne die Gepäckfächer gezeigt. Und somit kriegt man da einiges unter hier im Ganzen.
Ganz am Anfang hatte ich ja auch schon mal gezeigt, das Guckloch. Und jetzt macht das Ganze wahrscheinlich viel mehr Sinn, weil man schaut vorne auf die Wiese. Und man soll nicht auf die Wiese schauen, sondern auf die Straße, wenn man fährt. Und zwar, wenn man vor allen Dingen bergauf fährt, ist man langsamer. Das Ganze wird richtig anstrengend und es hat weniger Kühlung. Und dann mache ich die Haube auf. Man sieht jetzt, die hält ja einfach. Durch das Guckloch kann ich vorne einfach auf die Straße schauen. Sehr praktisch das Ganze. Okay, noch ein letztes Mal hier vorne rein. Da nochmal die Staufächer zu sehen. Ja, sieht man da schön. Da kommt bei mir das ganze Werkzeug unter, Ersatzschläuche und so weiter. Ja, soweit mal zur Technik von meinem Velomobil, dem Milan SL MK7. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.